Lukas ist 28 Jahre alt und arbeitet als Journalist in Berlin. Sein Leben ist hektisch und oft frustrierend. Jeden Morgen wacht er in seiner kleinen Wohnung auf, trinkt hastig einen Kaffee und fährt mit dem Fahrrad zur Redaktion. Seine Artikel drehen sich meistens um lokale Politik und kleine Skandale, nichts Aufregendes. Heute ist ein typischer Tag. Lukas sitzt in seinem Büro und schaut auf seinen Computer. Die Nachrichten sind langweilig und seine Kollegen diskutieren über ein neues Projekt, aber niemand interessiert sich für seine Ideen. Warum mache ich das noch? Denkt Lukas oft. Er wollte als Journalist die Welt verändern, aber jetzt fühlt sich alles leer an. Am Abend, nach einem langen Arbeitstag, läuft Lukas durch die Straßen Berlins. Die Stadt ist laut und voller Leben, aber Lukas fühlt sich allein. Er bleibt kurz stehen, um die hellen Lichter einer verlassenen Straße zu betrachten. Da fällt ihm ein alter Bekannter ein, der ihm vor kurzem von einer seltsamen Forschungseinrichtung erzählt hat. Vielleicht finde ich dort eine gute Geschichte, murmelt er vor sich hin. Er geht weiter, unsicher, ob es sich lohnt, das Risiko einzugehen. Doch ein Gefühl sagt ihm, dass er diese Chance nutzen muss. Ein paar Nächte später entscheidet Lukas sich, die Forschungseinrichtung zu suchen. Es ist spät, die Straßen sind dunkel und die Luft ist kühl. Lukas trägt eine schwarze Jacke und eine kleine Kamera in seiner Tasche. Er folgt einem schwachen Licht, das aus einem alten Industriegebäude kommt. Was machen die hier? Fragt er sich. Als er näher kommt, hört er gedämpfte Stimmen und sieht mehrere Autos vor dem Gebäude. Lukas versteckt sich hinter einer Mauer und beobachtet die Szene. Durch ein Fenster sieht er Männer in weißen Kitteln und komplizierte Maschinen. Auf einem Bildschirm erkennt er ein seltsames Symbol, eine Art Portal. Das ist es. Das ist die Geschichte, die ich gesucht habe, denkt Lukas aufgeregt. Er holt seine Kamera heraus und macht ein paar schnelle Fotos. Die Bilder sind unscharf, aber man kann erkennen, dass hier etwas Großes passiert. Doch plötzlich hört er Schritte hinter sich. Lukas dreht sich schnell um, aber niemand ist zu sehen. Ruhig bleiben, flüstert er sich zu. Er steckt die Kamera in seine Tasche und schleicht sich zurück zur Straße. Sein Herz klopft schnell, als er sich entfernt. Zu Hause sieht er sich die Fotos an, aber sie sind zu dunkel und verschwommen. Das reicht nicht, murmelt er. Ich muss morgen wieder hin und bessere Bilder machen. Er verbringt die Nacht wach, denkt über die Möglichkeiten nach und fragt sich, was er wirklich gefunden hat. Es fühlt sich an, als ob er etwas Gefährliches entdeckt hat. Aber die Neugier ist stärker als die Angst. If you are going to watch this video, don't forget to leave a like. That helps us a lot. It's not that hard. Thanks a lot. Lukas kann die ganze Nacht kaum schlafen. Die verschwommenen Fotos lassen ihm keine Ruhe. Ich muss zurück und herausfinden, was da vor sich geht, denkt er. Am nächsten Abend, als die Straßen leerer werden, nimmt er seine Kamera und fährt erneut zu dem Industriegebäude. Dieses Mal ist er besser vorbereitet. Er hat Handschuhe angezogen, um keine Spuren zu hinterlassen, und seine Kamera mit einer neuen Batterie ausgestattet. Keiner wird mich bemerken, murmelt er zuversichtlich. Als er das Gebäude erreicht, ist die Atmosphäre noch unheimlicher. Das Licht im Inneren ist stärker, und er hört jetzt deutlich Stimmen und das Summen der Maschinen. Lukas findet ein offenes Fenster auf der Rückseite und klettert leise hinein. Drinnen sieht Lukas, was er beim letzten Mal nur erahnen konnte. Eine riesige Maschine, die wie ein Ring aussieht, mit hellen, pulsierenden Lichtern. Wissenschaftler laufen herum, schreiben Notizen, und in der Mitte des Rings schimmert ein blaues, wirbelndes Portal. Das ist nicht möglich, flüstert Lukas. Er macht schnell ein paar Fotos,
Aber in seinem Eifer stößt er versehentlich einen kleinen Gegenstand von einem Tisch. Ein metallisches Klirren hallt durch den Raum. »Wer ist da?« ruft eine Stimme. Lukas' Herz setzt einen Schlag aus. Ohne nachzudenken, dreht er sich um und rennt. Die Wissenschaftler schreien hinter ihm her und Alarmlichter blinken. Er rennt durch die Gänge auf der Suche nach einem Ausgang, doch die Türen sind verschlossen. Panisch entscheidet er sich, in den Raum mit dem Portal zurückzulaufen. Vielleicht gibt es einen anderen Weg, denkt er. Die Wissenschaftler stehen jetzt an den Türen, schreien Anweisungen und versuchen, ihn zu fangen. Lukas bleibt keine Wahl. Er springt in das schimmernde Portal. Für einen Moment ist alles still. Dann fühlt er, wie sein Körper in 1000 Stücke gerissen wird und sich wieder zusammensetzt. Er landet hart auf einem kalten, fremden Boden. Lukas schaut sich um. Der Himmel ist dunkelviolett und die Luft fühlt sich schwer an. Seltsame Pflanzen wachsen um ihn herum und in der Ferne sieht er leuchtende Kreaturen, die sich lautlos bewegen. Plötzlich spürt er eine Präsenz hinter sich. Als er sich umdreht, sieht er eine transparente, schimmernde Gestalt, ein Wesen, das weder Mensch noch Tier ist. Bevor Lukas reagieren kann, schwebt das Wesen auf ihn zu und verschmilzt mit ihm. Ein brennendes Gefühl durchströmt seinen Körper und er fällt bewusstlos zu Boden. Lukas erwacht in völliger Dunkelheit. Sein Kopf pocht und er spürt, dass er nicht mehr allein ist. Das Portal hat ihn zurück in die Forschungseinrichtung gebracht, aber der Raum ist jetzt leer und still. Die Maschinen sind ausgeschaltet und die Wissenschaftler sind verschwunden. Er taumelt aus dem Gebäude und schafft es, nach Hause zu kommen. Die Straßen Berlins fühlen sich plötzlich fremd an, als ob sie nicht mehr seine Welt wären. Zu Hause wirft Lukas sich aufs Bett und schließt die Augen, doch eine Stimme hallt in seinem Kopf. »Was bist du?« fragt er laut, doch niemand antwortet. Am Morgen steht er auf und geht ins Bad. Als er in den Spiegel schaut, schreit er vor Schreck. Sein Spiegelbild bewegt sich nicht wie er. Es ist da das Wesen, das ihn in der anderen Welt berührt hat. »Ich will zurück«, sagt die Stimme. »Du musst mir helfen.« Lukas sitzt im Dunkeln in seiner Wohnung, zitternd und unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Der Spiegelvorfall hat ihn völlig aus der Bahn geworfen. Das kann nicht echt sein. Ich werde verrückt, murmelt er immer wieder. Er schnappt sich eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank, in der Hoffnung, die Stimme in seinem Kopf zu betäuben. Doch die Stimme bleibt. »Ich bin real und du kannst mich nicht ignorieren«, sagt sie kühl. »Du hast keine Wahl.« Lukas wirft die Flasche an die Wand. »Verschwinde aus meinem Kopf«, schreit er. Doch die Stimme lacht nur. »Das ist jetzt auch mein Kopf, Kumpel.« Am nächsten Morgen wird Lukas durch laute Geräusche vor seinem Fenster geweckt. Er zieht die Gardinen beiseite und sieht, wie Männer in schwarzen Anzügen sein Gebäude betreten. Sein Herz rast. »Sie haben mich gefunden«, flüstert er. Die Stimme in seinem Kopf meldet sich: »Hör zu, wir können das schaffen. Lass mich dir helfen.« »Helfen? Du bist der Grund, warum ich in diesem Schlamassel stecke«, erwidert Lukas panisch, während er seine wichtigsten Sachen in einen Rucksack wirft. Die Männer brechen die Tür auf und Lukas rennt zur Feuertreppe. Doch sie sind schneller und umzingeln ihn in einer engen Seitengasse. Das war's, denkt er. Doch plötzlich spürt er, wie eine seltsame Energie durch seinen Körper fließt. »Lass mich machen«, sagt die Stimme entschlossen. Ein silbriger Nebel entweicht aus Lukas' Körper und schwebt auf die Männer zu. Der Nebel dringt in sie ein, und einer nach dem anderen fällt bewusstlos zu Boden. Lukas starrt die Szene fassungslos an.
Was war das? Fragt er. Ich habe dir gerade das Leben gerettet, antwortet die Stimme. Jetzt können wir uns unterhalten. Zitternd schleppt sich Lukas zurück in seine Wohnung. Er sinkt auf die Couch und atmet schwer. Was bist du? Fragt er laut. Ich bin ein Wanderer zwischen den Welten, erklärt die Stimme. Dein Körper war ein Zufluchtsort, als ich meine Welt verlassen musste. Aber jetzt sitzen wir in diesem Chaos zusammen. Lukas hält sich den Kopf. Warum ich? Warum diese ganze Sache? Weil ich keine Wahl hatte, sagt die Stimme leise. Aber wenn wir das Experiment nicht stoppen, wird diese Welt zerstört. Und meine auch? Nach einer Weile des Schweigens nickt Lukas langsam. Also gut. Wenn ich sowieso in Gefahr bin, dann werde ich das hier zu Ende bringen. Ich werde herausfinden, wer hinter diesem Experiment steckt, und es stoppen. Am nächsten Tag geht Lukas ins Büro. Seine Kollegen werfen ihm skeptische Blicke zu. Er war in den letzten Tagen viel zu auffällig abwesend. Doch sein Fokus liegt nur auf einer Person. Clara, die Kollegin, für die er heimlich schwärmt. Er nähert sich ihrem Schreibtisch, unsicher und nervös. Clara, hast du kurz Zeit? Ich brauche deine Hilfe bei etwas. Clara blickt auf und zieht eine Augenbraue hoch. Lukas, was ist los? Du siehst aus, als hättest du seit Tagen nicht geschlafen. Die Stimme in seinem Kopf lacht. Hör mal, dein Herz schlägt schneller. Gefährlich für uns beide, wenn du so nervös bist. Lukas ignoriert den Kommentar und stottert. Ich glaube, ich bin einer riesigen Sache auf der Spur. Es hat mit einem geheimen Experiment zu tun. Du bist doch immer gut im Recherchieren. Clara schaut ihn skeptisch an. Ein geheimes Experiment? Lukas, das klingt verrückt. Bitte, Clara, sagt er eindringlich. Vertrau mir. Ich brauche jemanden, der mir hilft, bevor es zu spät ist. Nach einigem Zögern nickt sie. Okay, ich helfe dir. Aber das ist das letzte Mal, dass ich mich in deine merkwürdigen Geschichten verwickeln lasse. Die Stimme in Lukas' Kopf murmelt. Du magst sie. Wie süß. Lukas seufzt. Halt den Mund, denkt er. Nachdem Clara und Lukas die Informationen durchgegangen sind, beschließen sie, für den Tag auseinanderzugehen. Clara lächelt müde, als sie ihre Tasche schnappt. Wir machen morgen weiter, Lukas. Ich muss jetzt nach Hause. Lukas nickt, immer noch in Gedanken. Pass auf dich auf, Clara. Sie winkt ihm zu und verschwindet aus dem Büro. Lukas geht in seine Wohnung zurück, setzt sich auf die Couch und starrt an die Decke. Doch die Ruhe hält nicht lange an. Lukas. Die Stimme des Geistes schreckt ihn aus seinen Gedanken. Clara ist in Gefahr. Lukas springt auf. Was? Woher weißt du das? Ich habe ein Stück von mir bei ihr gelassen, erklärt der Geist. Es ist schwierig zu erklären, aber ich kann spüren, wenn sie in Gefahr ist. Das ist verstörend. Aber okay. Wo ist sie? Fragt Lukas hektisch. In einem Lagerhaus, nicht weit von hier. Beeil dich. Lukas erreicht das Lagerhaus und schleicht sich hinein. Die düsteren Gänge sind still, doch ein dumpfes Geräusch führt ihn tiefer ins Gebäude. Schließlich findet er Clara, gefesselt und umzingelt von mehreren Männern in Anzügen. Lukas, was machst du hier? Ruft sie, als sie ihn sieht. Dich retten. Was sonst? Murmelt Lukas, bevor die Männer auf ihn losgehen. Jetzt bin ich dran, sagt der Geist in Lukas' Kopf. Lass mich das übernehmen. Ein silberner Nebel steigt aus Lukas heraus und greift die Männer an. Sie stürzen einer nach dem anderen zu Boden, bewusstlos.
Clara sieht das Spektakel mit weit aufgerissenen Augen. Doch bevor Lukas und der Geist aufatmen können, tritt eine Gestalt aus dem Schatten. Es ist der Mann hinter dem Experiment, der Anführer. Doch etwas ist anders an ihm. Seine Augen glühen rot und eine unnatürliche Aura umgibt ihn. »Du bist nicht der Einzige mit einem Geist«, sagt der Mann kalt. »Ich habe meinen eigenen Verbündeten.« Ein schwarzer Nebel schwebt um ihn herum und formt sich zu einer bedrohlichen Gestalt. Es ist ein anderer Geist, einer voller Hass und Zerstörung. »Lukas, das wird nicht einfach«, warnt der Geist in ihm. Dieser ist viel stärker. Ein brutaler Kampf entbrennt. Der feindliche Geist ist aggressiv und geschickt, und trotz seiner Bemühungen wird Lukas' Geist schließlich überwältigt. Lukas bleibt keine Wahl, er schnappt sich Clara und rennt aus dem Lagerhaus. Zitternd kehren Lukas und Clara zu seiner Wohnung zurück. Clara ist sichtlich verstört. »Lukas, was war das? Was ist hier los?« »Das ist schwer zu erklären«, murmelt Lukas, während er sich auf die Couch fallen lässt. Der Geist materialisiert sich neben ihm, sichtbar nur für Lukas. »Was ist passiert?« fragt Lukas erschöpft. »Warum hast du verloren?« Der Geist seufzt. »Ich bin ein Wanderer, kein Kämpfer. Dieser andere Geist. Er ist darauf trainiert, in körperlichen Auseinandersetzungen zu gewinnen.« »Großartig«, murmelt Lukas sarkastisch. »Wie sollen wir das dann schaffen?« »Indem wir uns vorbereiten«, antwortet der Geist. Die nächste Nacht verbringen Lukas und der Geist damit, Videos und Tutorials über Kampftechniken anzusehen. Lukas probiert Schläge, Tritte und Ausweichmanöver aus, während der Geist ihm Tipps gibt. »Nicht so steif, Lukas. Beweg dich schneller.« Clara, die sich schließlich entschieden hat zu bleiben, beobachtet das Training mit einem amüsierten Blick. »Das ist lächerlich«, sagt sie und verschränkt die Arme. »Willkommen in meinem Leben«, murmelt Lukas und setzt sein Training fort. Die nächsten Tage verbringen Lukas, Clara und der Geist damit, einen Plan auszuarbeiten. Lukas übt weiter, während Clara im Büro unter einem Vorwand Zugang zu vertraulichen Informationen über das Labor sucht. Der Geist ist dabei ein unschätzbarer Helfer, da er Clara unsichtbar begleitet und ihr Hinweise gibt, welche Dokumente wichtig sein könnten. Eines Abends sitzt das Trio in Lukas' Wohnung, die mittlerweile wie ein chaotisches Hauptquartier aussieht, mit Notizen, Skizzen und Karten, die überall verteilt sind. »Okay«, sagt Clara und zeigt auf die Karte des Laborgeländes. »Das ist der Haupteingang, aber der ist gut bewacht. Hier hinten gibt es einen Wartungstunnel, der uns vielleicht reinbringt.« »Was ist mit Überwachungskameras?« fragt Lukas. »Ich kann sie lahmlegen«, sagt der Geist selbstbewusst. »Aber ich brauche Zeit, also müsst ihr schnell sein.« Lukas nickt. »Gut. Wir holen die Beweise, zerstören das Labor und sorgen dafür, dass dieser Wahnsinn endet.« »Und der Anführer?« fragt Clara zögernd. »Er wird dort sein«, murmelt Lukas. »Aber diesmal werden wir bereit sein, in der Nacht brechen sie ins Labor ein. Der Wartungstunnel ist eng und voller Spinnenweben, aber sie schaffen es unbemerkt ins Innere. Der Geist deaktiviert die Überwachungskameras, während Clara und Lukas durch die Gänge schleichen. Plötzlich bleiben sie stehen. Schritte hallen durch den Gang. Lukas presst sich an die Wand, Clara versteckt sich hinter einer Kiste. 2 Wachmänner kommen näher. »Lass mich das machen«, flüstert der Geist. Lukas nickt, und der Geist verlässt seinen Körper, schwebt lautlos zu den Wachen und verschwindet in einem von ihnen.
Der Mann erstarrt, dreht sich dann plötzlich um und schlägt seinen Kollegen bewusstlos. Der Weg ist frei, sagt der Geist, der zurückkommt. Im zentralen Laborraum finden Sie die Beweise, Dokumente, Videoaufnahmen und eine Liste der Menschen, die bereits als Testsubjekte benutzt wurden. Lucas zögert, als er eine Akte mit seinem eigenen Namen findet. »Was ist das?« fragt Clara, als sie seinen Gesichtsausdruck sieht. Ich war ein Ziel. Sie haben mich beobachtet, lange bevor ich das Labor gefunden habe«, murmelt Lucas. »Das heißt, Sie wussten, dass du kommen würdest?« fragt Clara schockiert. Bevor sie antworten können, knallt die Tür auf. Der Anführer steht da, begleitet von seinem Geist, dessen bedrohliche schwarze Gestalt hinter ihm schwebt. »Ich habe euch erwartet«, sagt er mit einem kalten Lächeln. Der Raum explodiert in Chaos. Der schwarze Geist stürzt sich auf Lucas' Geist, während der Anführer auf Lucas losgeht. Clara versucht, die Beweise zu sichern, doch sie wird von einem Wachmann aufgehalten. »Lucas, beeil dich«, ruft sie, während sie um ihr Leben kämpft. Der Kampf zwischen den Geistern ist brutal. Lucas' Geist wird immer wieder zu Boden geworfen, doch er gibt nicht auf. »Ich kenne deine Schwächen«, zischt der schwarze Geist. »Und ich kenne deine«, antwortet Lucas' Geist und nutzt einen Moment der Ablenkung, um zurückzuschlagen. Lucas selbst kämpft mit all seiner neu erlernten Technik gegen den Anführer. Es ist ein harter Kampf, doch Lucas schafft es schließlich, den Mann mit einem gezielten Schlag zu Boden zu bringen. Clara und Lucas schaffen es, die Beweise zu sichern und das Labor mit Sprengladungen zu versehen. Der schwarze Geist ist geschwächt, doch bevor er endgültig verschwindet, schwört er Rache. Draußen beobachten sie, wie das Labor in Flammen aufgeht. Clara umarmt Lucas, während sie gemeinsam die Explosion ansehen. »Das war's? Sind wir endlich frei?« fragt sie leise. »Noch nicht ganz«, murmelt Lucas. »Es gibt noch vieles, was wir reparieren müssen. Aber wir haben es geschafft, Clara. Zumindest das hier.« Der Geist erscheint neben ihnen und nickt. »Und ich denke, ich bleibe noch eine Weile hier.« Einige Tage nach der Zerstörung des Labors stehen Lucas, Clara und der Geist vor dem Portal. Die Ruinen des Labors sind verlassen, und die Luft ist erfüllt von der Stille des Neuanfangs. »Bist du sicher, dass du zurückgehen willst?« fragt Lucas und sieht den Geist an. »Ja«, antwortet der Geist mit einer ruhigen Stimme. »Das ist mein Zuhause. Ich danke dir, Lucas. Ohne dich hätte ich es nie geschafft.« Clara legt Lucas eine Hand auf die Schulter. »Er hat recht. Du hast nicht nur ihn gerettet, sondern auch uns alle.« Der Geist schwebt in Richtung des Portals, das ein letztes Mal zu leuchten beginnt. Lucas und Clara sehen zu, wie er verschwindet. Das Licht verblasst und mit ihm die Verbindung zwischen den Welten. Ein paar Wochen später sitzen Lucas und Clara in einem kleinen Café in der Stadt. Es ist ein sonniger Tag und die Welt fühlt sich wieder normal an. »Was wirst du jetzt machen?« fragt Clara und rührt in ihrem Kaffee. Lucas lächelt. »Ich denke, ich werde erstmal ein normales Leben führen. Vielleicht schreibe ich ein Buch über das, was passiert ist, natürlich als Fiktion. Und du?« Clara lacht. »Ich werde wohl wieder Artikel schreiben. Aber vielleicht nicht über so gefährliche Themen. Ich habe genug Abenteuer erlebt.« Ihre Blicke treffen sich, und für einen Moment ist die Welt um sie herum vergessen. »Clara«, sagt Lucas schließlich, »ich bin froh, dass wir das zusammen durchgestanden haben.«
Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Clara nimmt seine Hand. Ich auch, Lukas. Später am Abend sitzt Lukas allein in seiner Wohnung. Es ist still, fast zu still. Er blickt auf ein Foto von ihm und Clara, das sie vor ein paar Tagen gemacht haben. Plötzlich hört er eine bekannte Stimme in seinem Kopf. Weißt du, Lukas, ich habe nie gesagt, dass ich für immer weg bin. Lukas erstarrt. Was? Komm schon, hast du wirklich gedacht, ich lasse dich allein? Ich mag dieses Leben. Und ehrlich gesagt, Clara mag mich auch. Lukas stöhnt und schlägt sich die Hand vor die Stirn. Ich werde verrückt. Vielleicht, sagt der Geist und lacht. Aber wir zwei machen das schon, Partner. Lukas schüttelt den Kopf, doch ein Lächeln breitet sich auf seinem Gesicht aus. Na gut, aber dieses Mal hältst du dich raus, wenn ich bei Clara bin. Kein Versprechen, ruft der Geist und lacht lauthals. Draußen glitzern die Sterne am Himmel, und Lukas lehnt sich zurück. Er weiß, dass sein Leben nie wieder normal sein wird, und das ist genau das, was er jetzt will.